Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu meinem ersten YouTube-Video. Es kann sein, dass das erste Video noch nicht ganz so professionell rüberkommt. Ich bitte dies zu entschuldigen und werde in Zukunft daran arbeiten, meine Videos ständig zu verbessern. Dazu ist natürlich auch euer Feedback gefragt. Ihr könnt gerne unter das Video schreiben, was ihr davon haltet, ob das informativ war oder nicht informativ war oder was man vielleicht verbessern könnte. Als erstes Thema habe ich mir ausgesucht das Modell Solitaire 1895 von Cartier. Es handelt sich hier um einen Verlobungsring aus 950er Platin mit einem Diamanten besetzt. Der Diamant ist rund geschliffen im Brillantschliff und der kleinste Ring oder beziehungsweise der kleinste Diamant fängt bei der Größe von ca. 0,18 Karat an. Nach oben hin ist natürlich keine Grenze gesetzt. Die Preise hängen davon ab, wie groß und wie gut die Qualität des Steines ist. Auf der Cartier Webseite findet man keine Informationen zum Preis. Die Preise müssen individuell für jeden Ring erfragt werden. Für die nicht deutschsprachigen Zuschauer das Ganze schnell in Englisch. Welcome people to my first YouTube video. My first video is about the Solitaire 1895 Cartier ring. It's a diamond ring from platin. Geliefert wird der Ring mit einer schönen Ringbox und einer Außenbox oder beziehungsweise einem Karton. The ring comes with a ring box and an outer box. Also it has a diamond dossier from GIA and the original certificate to the ring. Außerdem kommt der Ring mit dem Original Cartier-Zertifikat sowie dem Diamond Dossier von GIA, welches die Qualität des Steines beschreibt. Der Ring ist sehr filigran gearbeitet. Die Ringschiene hat eine Breite von ca. 2 mm. Der Ring, den Sie hier sehen, hat einen Diamanten in der Größe von 0,18 Karat und dieser Diamant ist mit 4 Zagen gefasst. Die Größe dieses Rings ist Größe 51. The ring you can see here has size 51. It is 2 mm wide and the weight of the diamond is about 0.18 Karat. Die Innenseite des Rings hat Punzierungen. Zum einen die Platinpunzierung, dann ist die Ringgröße im Ring eingraviert und die Seriennummer natürlich. Die Ringgröße stimmt meistens oder bisher eigentlich bei diesem Modell immer mit der im Ring gravierten Größe überein.
Außerdem erhalten Sie ein Zertifikat von Cartier zu dem Ring. In diesem steht das Verkaufsdatum sowie die Seriennummer, die auch im Ring eingraviert ist. Auffällig bei diesem Ring ist eine Punzierung, die sich außerhalb der Ringschiene befindet. Häufig wird dies von Kunden für eine Art Macke gehalten, ist es aber nicht. Leider kann man hier in der Vergrößerung nicht genau sehen, dass es sich hier um eine Punzierung handelt. Ich versuche das später mit einem Mikroskop nochmal etwas deutlicher herauszuarbeiten. So, wir kontrollieren mal das Gewicht dieses schönen Ringes und die Waage zeigt uns an, 3,23 Gramm wiegt der Ring. Also ein sehr filigranes Stück. Die Ringschiene ist etwa 2 mm breit. Zum Abschluss möchte ich nochmal auf die GIA-Dossiers eingehen. Wir haben hier eins in Blau und wir haben hier ein anderes. Das lässt sich auch anders öffnen. Müssen wir aus der Hülle rausziehen. Das ist goldfarben. So. Warum jetzt diese verschiedenen GIA-Dossiers? Das liegt einfach daran, dass GIA ein neues Format gewählt hat und die Expertisen heute etwas anders aussehen als vor einigen Jahren noch. Wobei hier, man kann es auch erkennen am Datum, dieses Zertifikat ist von 2010 und das hier ist das neuere, stammt aus dem Jahre 2015. Aber beide Zertifikate sind gleich gut, also ob Sie nun eins aus dem Jahre 2010 oder ein neueres Zertifikat haben, spielt für den Wert des Rings keine Rolle. So, solltet ihr jetzt immer noch zuschauen, gehe ich davon aus, dass euch mein erstes YouTube-Video gefallen hat. Ich hoffe, es war nicht zu schlecht von der Qualität her. Wie gesagt, ich werde versuchen in Zukunft das Ganze etwas besser und interessanter noch zu gestalten. Falls ihr Anregungen und Vorschläge habt, könnt ihr diese gerne unter dieses Video posten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre ich froh, wenn ihr mir ein Like geben würdet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald und wir sehen uns mit neuen Cartier-Sachen und neuen Cartier-Themen sowie Themen aus dem Bereich Markenschmuck.